Hallo und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Video mit dem Thema Sight-Reading vom Blattspiel. In dem heutigen Video möchte ich dir zeigen, wie man vom Blattspielen lernen kann. Nicht nur meine Schüler haben mich gefragt, wie man lernen kann, vom Blatt zu spielen. Auch bei Facebook habe ich schon viele Einträge und Fragen gesehen, wie man das erlernen kann. Und heute möchte ich versuchen, das mit diesem Video zu vermitteln. Dieses Video richtet sich dabei nicht nur an Schüler, sondern auch an Fortgeschrittene. Ich spiele ja nun auch schon seit einigen Jahren Klavier und ich habe mich immer gefragt, wie das funktioniert, dass andere Leute Noten sehen und es einfach spielen können. Und ich habe gedacht, naja gut, ich habe mit 15 mit dem Klavierspielen angefangen, das wird sich dann schon irgendwann einstellen, irgendwann wird man das können. Und langsam sind so die Jahre ins Land gegangen und ich habe mich gefragt, jetzt bist du ja schon älter geworden und du kannst immer noch nicht vom Blatt spielen. Und woran liegt das jetzt genau? Und damit habe ich mich dann vor 2 Jahren ungefähr beschäftigt und versucht, einen Weg zu finden, um das zu erlernen. Zu dem Thema vom Blattspielen gab es auch ein paar Hefte, die ich gekauft habe, aber so richtig Anklang habe ich da nicht dran gefunden. Da ging es dann darum, erstmal den Rhythmus zu klatschen und es sah irgendwie alles sehr langwierig aus und als ob man das nicht beschleunigen könnte. Und dann habe ich mir eine Methode überlegt, mit der das Ganze schneller gehen sollte. Eines der Grundprobleme beim vom Blattspiel ist ja die Kombination mit den Augen die Noten zu lesen und mit den Händen zu spielen. Und das fällt ja vielen schwer. Auch Klavierschülern fällt das sehr schwer. Die gucken sich auf die Noten an, gucken dann wieder auf die Tasten, gucken wieder auf die Noten, schauen und kontrollieren ständig, ob sie richtig sind. Und das ist ja letzten Endes das Problem, warum es daran hapert, vom Blatt zu spielen. Man ist sich unsicher, man weiß mit den Händen nicht, wo man ist. Da ja also das Hauptproblem beim vom Blattspiel darin besteht, dass man mit den Augen ausschließlich die Noten lesen sollte und sich mit den Händen, mit den Fingern alleine auf dem Klavier zurechtfindet, hatte ich die Idee gehabt, ich binde mir eine Schürze um, Kopf gezogen, den vorderen Teil hier reingesteckt in den Flügel, dann das Notenpult rangezogen, damit die Schürze nicht verrutschen kann. Und dann habe ich meine ersten Schritte sozusagen gemacht, um vom Blattspielen zu lernen, beziehungsweise so Klavier spielen zu lernen, um nicht auf die Tasten bzw. auf die Finger zu schauen. Dazu kann ich jetzt ja mal ein kleines Video einblenden. Das habe ich aber natürlich nicht mit den Neumann-Mikrofonen, die hatte ich damals noch nicht gemacht. Da hatte ich einfach nur mal mein Handy zur Hilfe genommen und wollte einfach auch mal selber sehen, wie das so aussieht. Das kann ich ja mal kurz einblenden, da bin ich gerade mit einem Metronom am Üben. So, das sah jetzt vielleicht so ein bisschen verrückt aus, aber das waren meine ersten Schritte, um das vom Blattspiel zu lernen, beziehungsweise mich erstmal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Augen nach vorne und die Hände machen von ganz alleine. Aber ich habe mir dann nach einer Zeit überlegt, das sieht jetzt nicht ganz so professionell aus und ich habe da mal was gebaut und zwar nenne ich es das Sight-Reading Board. Das passt eigentlich auf jeden Standardflügel drauf, kann man hier draufsetzen und dann hat man hier schön die Sicht zu den Fingern versperrt und dann kann man auch schön gleich starten mit dem Üben. Und das mit der Schürze klappt nämlich meistens bei Klavieren nicht. Das geht nur am Flügel wirklich gut.
So, das Board hat eine Maße von 128 cm in der Breite, ca. 13 cm hoch. Die Bretter habe ich mir im Baumarkt zurechtsägen lassen, zu Hause angeklebt, bisschen Filz mit dran, damit das Instrument geschützt ist und dann noch lackiert, damit es nicht ganz so oll aussieht. Durch die Höhe von ca. 13 cm haben die Hände wirklich ausreichend Platz. Solche hohen Bewegungen gehen natürlich damit nicht, aber darum geht es auch gar nicht. Hierbei geht es erstmal als kleine Hilfe, um sich hier an den Tasten zurechtzufinden, und damit machen wir auch gleich weiter. So, schauen wir jetzt mal im nächsten Schritt darauf, wie das mit dem Erfüllen von den Tasten funktioniert. Wenn ich jetzt einmal die schwarzen Tasten abdecke, da sage ich dann gerne meinen Schülern, wo ist das C? Und da gibt es nur eine Antwort: weiß ich nicht. Denn die schwarzen Tasten sind dazu da, um uns am Klavier orientieren zu können. Wir wissen ja, C liegt vor den zwei schwarzen Tasten, und das ist erstmal gerade für den Anfänger ein guter Orientierungspunkt. Wenn du jetzt also ans Klavier gehst, benutzt deine Finger, um die schwarzen Tasten zu fühlen. Das geht, um die Zweiergruppe zu suchen, am besten mit 2, 3, und für die Dreiergruppe schwarze Tasten mit 2, 3, 4. Gehst also ganz gemütlich ran, rutsch schön rein mit der Hand. Hier fühle ich schon die Dreiergruppe, hier die Zweier, und so fängst du an, dich zu orientieren. Ein paar wichtige Punkte, die du auf jeden Fall immer vom Blattspiel oder auch generell beim Klavierspiel beherzigen solltest, ist immer die Finger im Fünftonraum liegen zu lassen. Ja? Jeder Finger bekommt seine eigene Taste. Daumen und der Kleine bekommen nie eine schwarze Taste. Aber wir wissen ja, jede Regel hat ihre Ausnahme. Natürlich kommt auch das vor. Weiter, was sehr hilfreich ist, ist den Quintenzirkel zu können und auch in den Umkehrungen. Denn die meisten Stücke bestehen ja irgendwie in irgendeiner Art und Weise immer aus Akkorden. Ob das jetzt nun die Melodie ist oder die Begleitung. Und dafür ist es halt eben wirklich unglaublich wichtig, schnell die Position der Akkorde greifen zu können. Der Weg, den wir ja gehen wollen, ist, dass wir uns in den Noten ja nicht unbedingt nur an einzelnen Tönen festhalten wollen, sondern auch lernen wollen, das Stück oder den Takt als Ganzes zu erfassen. Nicht abzulesen, das ist D, F, A, sondern zu lesen, hier kommt D-Moll. Punkt. Und ein letzter wichtiger Schritt ist der stumme Fingerwechsel. Um einfach mehr Gefühl für die Tasten zu haben, mehr die Tasten zu berühren und weniger zu springen. Zumindest für den Anfang. Und das wollen wir uns gleich mal an einem Notenbeispiel zusammen anschauen. Damit wir heute erstmal einen halbwegs vernünftigen Eindruck dahingehend bekommen, wie das mit dem vom Blattspiel funktioniert, wie das mit den Fingersätzen und so weiter aussehen soll, habe ich mir überlegt, die Romance d'Amour in der Bearbeitung von Aneta Zibasic zu spielen, und dass wir einfach mal ganz langsam den Notentext durchgehen, um anhand dieses Beispiels dann auch vorbereitet zu sein für schwierigere Stücke. Ich beginne mal mit der rechten Hand. Da steht ja schon 5. Finger auf A. Das Sight-Reading Board habe ich jetzt erstmal weggelassen, damit wir uns wirklich ausschließlich um den Fingersatz, um die Finger kümmern. So, bis hierhin haben wir immer im Fünftonraum gespielt, und jetzt ist an den Noten eigentlich ein Sprung drin. Der 5. Finger soll zum D springen, und das umgehen wir mit einem stummen Fingerwechsel. Zack, 2. Finger auf A, und dann geht's weiter. Jetzt soll der 3. Finger auf das F, und diese Bewegung kennen wir schon. Der Daumen zieht die Hand zusammen, bis der 3. Finger auf dem F ankommt, wie bei der Tonleiter. So, um den
jetzt gar nicht. Es ging jetzt eigentlich ausschließlich darum, welche Finger wir benutzen. Wir haben keine großen Anstrengungen. Wir haben einmal den stummen Fingerwechsel nach oben und dann wie bei der Tonleiter die Bewegung wieder zurück für die rechte Hand. So, bei der linken Hand sieht das Ganze hier auf den ersten Blick zumindest etwas schwieriger aus. Wir wollen mal als erstes die Akkorde durchgehen. Wir haben d-Moll, D-Dur, D7, G-Moll, A-Dur, wieder d-Moll, A7 und d-Moll zum Schluss. Das waren die Akkorde. Jetzt wollen wir mal gucken, wie wir durch das Stück kommen, ohne uns großartig anstrengen zu müssen, dass wir die Töne richtig treffen und wie wir dort die stummen Fingerwechsel einsetzen. Es ist meine Methode. Ich würde nicht sagen, die ist jetzt irgendwo festgeschrieben. Es ist einzig und allein ein Vorschlag, um dem vom Blattspiel etwas näher zu kommen. So, das Kreuz gehört ja aufs F, also spielen wir auch mit dem dritten Finger D-Dur weiter. Jetzt kommt unsere erste große Bewegung. Der Schüler, ihr müsst erfühlen, dass das eine Septime ist, damit ihr zu dem C kommt. Wenn ihr am C angekommen seid, macht ihr sofort einen stummen Fingerwechsel auf 2, um für den nächsten Akkord G-Moll vorbereitet zu sein. Wie macht man das mit dieser Septime? Also, erstmal ist hilfreich, selber gut zuzuhören. Ihr werdet ja dann gleich mal die ersten Versuche starten. Das ist das A von D-Dur. Dann werdet ihr vielleicht beim ersten Versuch nicht unbedingt das C treffen, vielleicht eher das H. Das habe ich auch schon ganz oft mitbekommen bei Schülern. Und hilfreich ist, wenn ihr ein paar Mal den Ton spielt und in eurem Kopf hören könnt, ehe ihr ihn spielt. Denn wir wollen ja letzten Endes uns mit den Ohren korrigieren. Und durch den Fingerwechsel, durch den stummen Fingerwechsel 1:2 kommen wir sofort in die Position von G-Moll. Wir machen nochmal den ganzen Takt. Und auch im schnellen Tempo dürfte der stumme Fingerwechsel kein Problem sein. Gut, weiter geht's bei G-Moll. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Wir wollen jetzt einen Schritt nach oben zu A-Dur. Entweder machen wir jetzt einen stummen Fingerwechsel auf die 2, um wieder sofort in Position zu sein. Oder aber ihr fühlt, dass der kleine Finger eine Taste nach oben geht. So bis dorthin. Wir müssen jetzt als nächstes zu D-Moll runterspringen. Da haben wir zwei Varianten. Je nachdem, wie die Spannweite ist, könnt ihr das D erfühlen oder hinspringen. Oder aber ihr macht einen stummen Fingerwechsel zwischen den Takten. Das bedeutet, wir haben erst A-Dur und da, wo der 5. Finger ist, muss ja jetzt der Daumen hin, um wieder im 5-Tonraum die Finger aufzulegen für den D-Moll-Akkord. Wir gucken nochmal. Ja, es ist so ein ganz schnelles Rübergreifen. Der Daumen fasst quasi an den 5. Finger ran und öffnet sofort die Hand. Ihr werdet diesen stummen Fingerwechsel, wenn man den so in der Luft macht, das dauert, das nimmt ja auch Zeit in Anspruch. Zeit, die dann fehlt. Aber wenn man das oft genug gemacht hat und gefühlt hat, dass der Daumen dahin muss, wo jetzt der 5. Finger ist, dann wird man das ziemlich schnell drauf haben und den Wechsel gut machen können. Noch ein Takt. Wir schauen im nächsten Akkord, haben wir ja wieder A7, 2. und 1. Finger bleiben liegen. Hier bewegt sich nur der kleine Finger
auf das Cis. So, zum Schluss wieder zum D-Moll, einfach nur nach oben gleiten. Ja? So, das war im Schnelldurchlauf einmal die linke Hand. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie sich das mit beiden Händen verhält, mit den Wechseln. Wir achten jetzt bitte auf die Wechsel, die wir gerade besprochen haben. So, das war jetzt einmal der Durchlauf. Ich möchte nochmal auf die Stelle in der 4. Zeile mit dem Übergang drauf eingehen von A-Dur und D-Moll. Wie gesagt, also man kann diesen stummen Fingerwechsel in der Luft machen, um sich erstmal daran zu gewöhnen. Letzten Endes ist es jetzt bei mir so, dass ich ganz genau fühle, wo der Finger liegt, der 5. Ich fühle die Taste sehr gut. Und ich kann mit geschlossenen Augen sofort diese Position von D-Moll wieder einnehmen. Ihr seht, ich taste mich ein bisschen mit dem Daumen und die Finger bleiben immer schön im 5-Tonraum, dann kann auch nichts schief gehen. Jetzt machen wir gleich nochmal dasselbe Experiment, aber mit dem Sight-Reading Board. So, dabei hilft uns jetzt meine kleine Osmo Action. Können wir die überhaupt noch mit dran setzen? Na, es geht gerade so. Ein bisschen Platz sollte da sein. Dunkel ist es vielleicht. Wir schauen mal. Ich kann jetzt nichts mehr sehen. Und dann geht es nochmal von vorne los. Vielleicht auch mal mit Pedal jetzt. Und. So, das war jetzt einfach gesagt mal ein Durchlauf mit ganz leichten Noten, um sich erstmal mit dem Thema zu beschäftigen. Nun, diese Methode hat mir wirklich sehr viel gebracht, es sind jetzt 2 Jahre ungefähr, als ich damit anfing, um auch wirklich vom Blattspielen zu lernen. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich ein Stück in einem geringen Tempo anfangen kann durchzuspielen. Ich kann es auch schneller, aber mir ist es ehrlich gesagt lieber, alles einmal langsam durchzugehen. Vor allem Fingersätze mit dazu zu schreiben, ganz wichtig, damit man auch sofort mit dem Üben und mit dem Spielen loslegen kann. Ich mache das in der Regel so, wenn ich mir morgens oder vormittags übe ich ja immer, ein neues Stück schnappe. Ich habe jetzt einfach mal eine Seite von Bartoks für Kinderband 1. Die Seite habe ich mir noch nicht angeguckt, das ist hier Nummer 5. Wenn ich mir das jetzt schnappen würde, wir tun jetzt einfach mal so, als ob wir jetzt unter der Woche wäre, Wochenende ist Freizeit, dann schalte ich das Metronom auf 60 für eine Viertelnote und fange mit dem Spielen an. Ist jetzt ein Experiment, ich hoffe, dass es jetzt auch klappt, wenn die Kamera an ist. Nicht ganz so laut.
Und als erstes, mit aller Herrgottsruhe, suchen wir uns die schwarzen Tasten raus, damit wir schon mal unseren Anfangspunkt zum Spielen haben. So, es ist mir unglaublich wichtig, in so einem Tempo zu üben, damit ich überhaupt die Chance habe, erstmal auf alle Zeichen achten zu können. Mir ist durchaus bewusst, dass wir hier verschiedene Tempi in diesem Stück haben, aber es geht ja jetzt erstmal auch nicht darum, die sofort rüberbringen zu können im ersten Schritt, sondern erstmal mit dem Notentext klarzukommen. Hier hatte ich ja noch 2 Fehler in Takt 31, da habe ich doppelt gespielt, es sollte eine Viertelnote werden. Hier war ich jetzt auch gerade nicht, da habe ich schon ein bisschen gezuckt, nicht schnell genug mit dem Dämpfer. Aber beim nächsten Durchgang kann das schon ganz anders aussehen. Und mit 60 hat es geklappt. Wir können auch schon mal 20 schneller machen. Jetzt ist ja schon mal das grobe Modell von diesem Stück ist jetzt eigentlich klar. Wieder derselbe Fehler von vorhin. So, und auf diese Art und Weise zu üben, ist so meins. Wenn wir jetzt einfach mal zurückblättern, ich bin ja jetzt schon bei den anderen Stücken dabei, mache ich mir immer so kleine Aufkleber drauf, wo ich mir drauf schreibe, welches Tempo ich erreicht habe. Natürlich ist klar später, dass wenn man ein Zieltempo erreicht hat, dass wir ein Ritterlando mit einbauen müssen oder ein Accellerlando und so weiter und so fort. Aber das kommt ja alles erst später. Was ich bei Bartók halt ganz schön finde, ist,
dass ja doch eine relativ genaue Metronomangabe mit dabei ist. Und wie gesagt, ich mache mir mal einen Zettel drauf. Gestern habe ich hier mit dem Stück angefangen, habe ich auf 60 gestartet, das mache ich meistens so. Und dann bin ich bis 90 gekommen, das heißt, ich habe in Fünfer-Schritten gespielt. Dann waren das jetzt sechs Durchgänge oder was weiß ich. Und dann ist auch erstmal genug und am nächsten Tag mache ich das dann schneller, sodass ich das dann in 2, 3 Tagen spätestens immer durch habe. Und dass ich das Stück soweit drauf habe zum Aufnehmen. Oder ich mache mir so eine Strichliste, das ist auch ganz oft der Fall, 10-mal durchzuspielen. Wenn ich auf ein Stück nicht so viel Lust habe, dann spiele ich 5-mal durch. Und wenn ich es auch schnell fertig haben will, dann spiele ich es 10-mal am Tag durch. Und somit komme ich auch immer relativ schnell ans Ziel. Und dadurch kann ich jetzt auch in kurzer Zeit doch relativ viele Stücke auch spielen. Es ist nicht so, dass ich jetzt, seitdem ich das mit dem vom Blattspiel gemacht habe, jetzt mehr übe als vorher. Aber ich übe anders. Ich fühle viel mehr. Durch diese Fingerwechsel. Mehr Bewusstsein für die Akkordstellungen. Mehr Bewusstsein für die Tasten. Alles greifen zu können. Da hat sich jetzt der ganze Blickwinkel doch total verändert. Ich kann auch gerne nochmal ein Video machen, wie das mit dem vom Blattspiel funktioniert, auch nochmal mit einem anderen Notenbeispiel. Ich hoffe, dass es heute schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung für dich zum Üben ist, um was Neues auszuprobieren, dass jetzt auch kognitiv im Kopf einfach alles anders auch funktioniert. Die Wahrnehmung ist anders. Man fühlt nur noch mit den Fingern die Tasten. Man schaut nicht mehr. Mit den Augen schaust du nur geradeaus auf deinen Text. Und wenn du Fehler machst, musst du den mit den Ohren korrigieren. Bei vielen Stücken merke ich, wenn ich mich verspiele, weil ich einfach schon sehe, okay, vielleicht nehmen wir mal an, C-Dur habe ich jetzt nicht getroffen, ich aber schon weiß vom Gefühl, wie der klingen soll. Und das ist ja auch das eigentliche Ziel, die Ohren so zu trainieren, dass wir mit den Ohren die Fehler dann ausbessern können, das dann weitergeben an unsere Hände und uns auch Stück für Stück an die ganzen Schritte auf die Tasten, dass wir uns daran gewöhnen. Ich hoffe, dass das Video soweit Spaß gemacht hat zuzuhören und etwas Neues kennenzulernen. Ich würde mich über ein Feedback sehr freuen und wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren.